Hallo meine Lieben, ja, heute wollte ich euch ein bisschen erklären, wie meine Prothese funktioniert. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, ich fange es an. Ich habe ganz viele Sachen vorbereitet und werde euch ein bisschen erklären, wie das alles funktioniert. Und ich fange es mit Kompressionsstrumpf an. Den trage ich immer, wenn ich schlafen gehe. Den brauche ich immer, dass mein Stumpf nicht schwellt, dass er nicht dick wird, und morgens, wenn ich aufwache, dann ziehe ich erst meinen Stumpf aus, wasche ich mich, creme ich ein bisschen ein mit Creme und dann schlüpfe ich in meine Prothese. So, das ist mein Schaft, so sieht der aus. Da befinden sich zwei Sensoren. Einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite. Die brauche ich, dass ich die Prothese steuern kann. Sonst könnte ich das nicht. Und ja, also der Schaft ist ziemlich leicht, also es ist nicht schwer. Die komplette Hand und der Schaft wiegt ungefähr 750 Gramm. Und ja, bevor ich in mein Schaft reinkomme, brauche ich einen Hilfsbeutel. Also ohne diesen Beutel komme ich überhaupt nicht in die Prothese rein. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. Also es ist meistens ziemlich anstrengend jeden Tag. Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich wirklich ziemlich Angst, die Prothese anzuziehen, weil ich dachte, ich komme überhaupt nicht aus der Prothese raus. So. Ich präsentiere euch, wie ich den coolen Säckchen anziehe. So, und jetzt befindet sich hier ein kleines Loch und da muss ich rein. So. Es ist meistens ziemlich anstrengend, es ist unterschiedlich, manchmal geht das ganz schnell, manchmal dauert das ein bisschen. Also meistens ist das auch wetterbedingt, wie mein Stumpf drauf ist. So, jetzt bin ich hier drin und jetzt muss ich diesen Beutel durch den Loch rausziehen. Also meistens dauert das ein bisschen und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Manchmal brauche ich viel Kraft dafür und es ist ziemlich anstrengend. Also in Sommerzeit muss ich sagen, es ist doch noch anstrengender, weil der Stumpf schwitzt ziemlich. Und ja, da brauche ich ein bisschen mehr Kraft. So, jetzt bin ich drinnen in meinem Schaft. So sieht das aus. Da befindet sich der Akku und der Schalter. So, jetzt präsentiere ich euch, wie ich die Hand dahin bekomme. Also da ist so ein Griff und jetzt muss ich ein paar Mal drehen. So, jetzt ist die Hand drauf. Jetzt muss ich den Schalter, diesen roten Schalter muss ich jetzt anmachen. Und jetzt muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen wieder, mit meiner Muskulatur, das ist auch nicht so einfach. Ich muss es auf der linken und auf der rechten Seite ein bisschen meine Muskulatur bewegen, so wie jetzt. Und dann kann ich verschiedene Griffmuster, es befinden sich so ungefähr bei dieser Hand 10 verschiedene Griffmuster. Und man muss dauerhaft die Muskulatur bewegen, sonst funktioniert das nicht. So, jetzt zeige ich euch ein paar Griffe. Ja, das ist ein Griff für ein Glas. So, ich zeige euch, wie ich Glas festhalten kann. Da ist ein bisschen Wasser. Meistens habe ich ein bisschen immer Angst, dass ich dass die Prothese ein bisschen was abbekommt, weil die nicht wasserdicht ist, die Prothese. Also diese Variante ist noch nicht wasserdicht, aber es gibt schon neue Varianten, aber die habe ich nicht. So funktioniert das, wenn ich die Muskulatur dauerhaft bewege.
Wenn die Prothese leer ist, also der Akku funktioniert nicht mehr, dann habe ich mein Kabel und dann kann ich in der Steckdose und dann kann ich die Prothese laden. So, und es dauert so ungefähr 20 bis 30 Minuten, dann ist die Prothese aufgeladen. Dann kann ich den Kabel abmachen und dann kann ich wieder schön die Prothese bewegen. Wenn ich unterwegs bin und ich habe gar keine Steckdose, was mache ich denn? Habe ich einen Powerbank. Den nehme ich und der ist immer so aufgeladen und dann kann ich mit der Stecker einfach rein und dann kann ich die Prothese aufladen. Das ist immer praktisch, wenn in Umgebung keine Steckdose ist. So, jetzt wollte ich euch ein bisschen zeigen, wie ich mit der Prothese ein bisschen schneiden kann und kommt mit, dann zeige ich euch. So, da habe ich mein Hilfsbrettchen. Ohne diesen Brettchen komme ich überhaupt nicht zurecht im Haushalt. Ja, ich zeige euch, dass ich auch mit der Prothese ein bisschen was schneiden kann. Das ist dieser Griff. Ganz langsam muss ich die Muskulatur bewegen, das Messer reintun und jetzt zeige ich euch. Kleine Mini-Tomate. Und eine Gurke. So, und wenn ich jetzt irgendwie was abwaschen müsste, jetzt zum Beispiel dieses Brettchen oder Messer, könnte ich nicht, weil die nicht wasserdicht ist. Und deswegen muss ich die Prothese ausziehen, weil ich auch sehr starke Schmerzen habe. Die Prothese kann ich auch nicht tragen dauerhaft. Oft muss ich zwischendurch Pausen machen. Und das ist alles auch mit Schmerzen verbunden. Ich habe euch ein bisschen erzählt auch, dass ich Schmerzen habe. Also die Schmerzen habe ich von morgen bis abends. Meistens lenke ich mich ab mit ganz vielen Sachen zu Hause oder mit Videos drehen. Und das erleichtert ein bisschen und vergesse ein bisschen die Schmerzen, aber abends ist ein bisschen anders. Die Schmerzen sind sehr intensiv, da muss ich die Prothese immer ausziehen und weil das ist nicht machbar, die Prothese dann dauerhaft zu tragen, weil die Stromschläge, was ich habe, dauerhaft von morgens bis abends, die sind ziemlich stark und ich gebe nicht auf und ich kämpfe weiter. Und wie ziehe ich noch die Prothese aus? Das ist bestimmt eine gute Frage auch. Und dann muss ich euch so erklären. Erst muss ich die Prothese ausmachen und dann muss ich einfach mit den Fingern ein bisschen massieren und so schlupfe ich aus der Prothese raus. Ja, also Prothese ausziehen ist einfacher als Prothese anzuziehen. Die Prothese muss auch noch einmal im Jahr zum TÜV, wie beim Auto. Die Prothese wird kontrolliert, ob alles funktioniert, wenn nicht, dann werden die Teile repariert. Und dann bekomme ich meine Prothese wieder zurück. Viele haben mich gefragt, wie teuer ist die Prothese? So eine Prothese kostet ungefähr 90.000 Euro. Steht jedem Amputierten eine Versorgung zu nach der Amputation und ich bin wirklich glücklich, dass ich die Prothese auch bewilligt bekommen habe und ohne diese Bewilligung könnte ich mir so eine Prothese überhaupt nicht leisten. Es wäre dann der Alltag ein bisschen mich noch schwer und ich hoffe, euch hat das gefallen, so ein bisschen wie die Prothese funktioniert. Ja, der mich noch nicht kennt,
kann gerne meinen Kanal noch abonnieren. Ich würde mich freuen. Und ja, also wenn ihr noch viele Ideen habt, schickt mir unter Kommentaren und ich setze das um. Und ja, ich freue mich. Bis nächstes Mal und bis bald. Tschüss!